باركتنا الصحبة خير في جميع مدد يا سلطان الأنبياء مدد يا سلطان الأولياء مدد يا رجال الله. Wir bitten die spirituellen Kraftzentren um Unterstützung. Mögen sie von ihrem Wissen und Weisheit uns weiterleiten. Ja, Rabbi, lass uns nicht täuschen und getäuscht werden. Ohne Zweifel, das Leben auf Erden ist ein Leben von Spiel, Spaß und Täuschung, sagt der Herr. Viele kommen und fragen, was ist der Sinn des Lebens auf Erden? Wonach suchen wir? Und Allah gibt uns die Antwort im Koran so deutlich und so einfach. Das Leben auf Erden ist Spiel, Spaß und Täuschung, und lasst euch nicht täuschen, sagt er, und im Spiel vergraben werden. Alles, was kommt, muss wieder gehen. Alles, was neu ist, wird wieder alt. Alles, was erscheint, wird erloschen werden. Was bleibt dann übrig in dieser Welt? Unsere Erinnerungen bleiben eine Weile, dann auch die Erinnerungen lösen sich auf. Wir schauen hier so viele Menschen, mit denen wir jahrelang zusammen waren und sind. Und 30 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre, weil ich mich nie im Spiegel betrachte. Ich bin entsetzt, wenn ich meine Freunde vor 40 Jahren in alt und zerbrochen sehe. Nach 20 Jahren treffe ich alte Brüder und Schwestern, Freunde, und ich bin entsetzt und bekomme Angst. Wir sind alt geworden. Meine Erinnerungen waren ganz anders. Und ich wage nicht, in den Spiegel zu schauen. Das ist auch eine Lösung, dass man nicht alt hat. Man fühlt sich nie alt, wenn man nicht in den Spiegel guckt. Aber Mu'min ist das Spiegel des anderen Mu'mins, sagt der Herr. Also der Gläubige ist Spiegelbild des anderen. Möge ich ihn nicht getroffen haben, denke ich dann. Der sieht ja so alt aus, will nicht wissen, wie ich aussehe. Und dann fragen wir, wo ist deine Jugend geblieben? Bist du derselbe? Ja, sagt er, aber wo ist die Jugend geblieben? Das ist vor 30 Jahren gewesen, vor 20 Jahren gewesen, vor 10 Jahren gewesen. Es war gewesen. Wenn wir nicht in den Spiegel schauen und nicht etwas uns schwach fühlen würden, wir würden auf ewig denken, wir sind immer noch derselbe. Die Seele altert nicht, aber der Körper. Dann muss es zwei Persönlichkeiten, zwei von uns geben in uns. Das eine ist Täuschung und die andere ist Realität. Was Täuschung ist, wird enttäuschen. Aber unsere Seele bleibt. Da müssen wir an was festhalten, was altert und verwest oder was immer bleibt und verewigt ist. Und deshalb alle Propheten, die gekommen sind und gegangen sind, und alle Heiligen im Namen der Propheten immer wieder kommen und uns erinnern und empfehlen, dass diese Welt vergänglich ist und alles, was dazugehört und verwesen wird, dann sich auflösen wird, dass wir nach der Wahrheit suchen sollten. Erstmal in uns selbst. Von der Wahrheit kommen wir, Richtung Wahrheit gehen wir. Was ist dann
diese Raststätte zwischen beiden Wahrheiten. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Von mir kommt ihr, zu mir kehrt ihr. Was ist dann aber hier diese Rastplatz, Raststätte? Wenn wir von Wahrheit zu Wahrheit gehen, wo haben wir dann Halt gemacht, Rast gemacht? Und der Herr erklärt uns das, ihr seid in einer Halluzination, in einer Fata Morgana gelandet. So wie ihr in die Welt hineingeboren werdet, ihr macht die Augen auf innerhalb einer Fata Morgana. Alles, was wir nicht halten können, und das können wir nicht in dieser Welt, alles in dieser Welt, was wir zu fassen bekommen haben, können wir nicht auf ewig halten. Und was wir nicht auf ewig halten können, war nicht wirklich wahr. Weder können wir gestern festhalten, noch heute. Was ist wahr, was ist Lüge? Unser ganzes Leben auf Erden besteht aus lauter Bildern, die dann irgendwann sich auflösen. Es gab Alben, wo keine Technologie gab. Unsere Eltern hatten das Album von Fotos von uns, von sich selbst. Schau mal, ich war ein Baby, schau mal, ich war ein Teenager und so weiter. Und was bist du jetzt? Alt. Und dann Katalog zu Ende, Album zu Ende, tot. Und irgendwann nach 30 Jahren, 50 Jahren gibt es dieses Album auch nicht mehr. Dein ganzes Leben war ein Album voller Bilder. Wenn man ein neues Kind, einen neuen Menschen erwartet in dieser Welt, dann man macht was bereithalten. Das Babybett, das Babykleid und sogar ein Album. Das erste Bild in Gebärung des Mutters. Schau mal, das war ich so. Mit Ultraschallbildern fängt es an. Ich war ein Embryo. Komische Ding, da war ich. Und so, dann neugeboren, dann erste Jahr Geburtstag, zweite Jahr Geburtstag, dritte Jahr Geburtstag und dann Todestag. Hasta la vista, Baby. Album so. Das war das Leben, Lebensbilder eines Menschen. Bilder. Wenn wir das letzte Bild, Lichtbild von uns abgegeben haben, schließt sich das Album. Dann sind wir nicht mehr da. Bleibt eine Weile das Album als Erinnerung, auch dann ist das nicht mehr da. Wofür dann dieser ganze Kampf? Es bleibt im Album und das wird dann abgeschlossen, zugemacht. Alles Kampf für diese Welt ist nutzlos und dumm, denn es wird sich in einem Album verlieren. War nutzlos. So viele Pharaonen sind gekommen, Nimrods, Weltherrscher, sogar ein Hitler kam und ging. Niemand hat die Welt mitgenommen. Diese Welt hat jeden in den Arsch getreten. Der nächste bitte. Der nächste möge kommen. Der nächste möge kommen. Dann wird es das letzte Mal gesagt werden, dass diese Welt sagt, der letzte möge kommen. Und wenn der letzte aufgekommen ist und weg, dann bleibt nichts mehr. Nicht nur ein Adam kam in diese Welt, 100.000 Adams kamen und gingen. Alle 7.000 Jahre eine neue Welt wurde erschaffen. Alle 7.000 Jahre wurde eine Welt vernichtet. Und wir sind 7. Jahrtausend. We are the last mankind. Amen.
Wir sind die letzte Menschheit. Was für eine Ehre. What an honor. Wir leben in einer Illusion, werden in eine Illusion hineingeboren und haben den Auftrag, hier nach der Wahrheit zu suchen und zu finden. Und nicht uns in eine Illusion zu verlieren. Heute Serdar Efendi. Es gab mal einen berühmten Kalifen, den wir auch die Ehre hatten, in Iran, in Khorasan Besuch zu haben. Den berühmten Kalifen, auch in Märchen wurde immer über ihn erzählt, Harun Rashid, einer der weisesten Kalifen und berühmteste Märchenkalif, der auch gelebt hat. Er war ein weiser und großer Kalif. Und eines Tages ging er auf Jagd mit seiner Hofbegleitung. Hofstaat, Volkschaft. Und als er in seinem Element sich verlor, ein Pfeil nach rechts, ein Pfeil nach links, ein Pfeil nach vorne, hatte er vergessen seine Begleitung und entfernte sich von seiner Begleitung und fand sich ganz allein in der Wüste. Er schaute nach rechts, niemand da, links niemand da, hinten, vorne niemand da, ganz allein, verloren in der Wüste. Und er wusste auch nicht, welche Richtung, verlor die Orientierung. In seiner Verzweiflung ritt er weiter, wo er dachte, hier geht es geradeaus, Richtung Palast. Weil er hatte keine Orientierung. Also dachte er, diese Richtung muss die richtige sein, hoffe ich. Unter der heißen Sonne ritt er und dann nichts und niemand da in der einsamen, öden Wüste. Und er bekam Durst, richtig starken Durst. Hatte keine Spucke mehr. Weder sein Pferd konnte einen Schritt weitermachen, noch er auf dem Pferd sich halten können. Beide waren fast tot vor Durst. Plötzlich aber, in seiner Verzweiflung, schaute er nach vorne und sah ein Feld im Horizont. Ein Feld, da ist jemand, ein Wüstenbewohner. Ich muss bis dahin geschafft haben, dachte er und lief weiter mit seinem Pferd Richtung Zelt und doch, es war keine Fata Morgana. Ein schwarzes Zelt stand vor ihm. Und mit letzter Kraft, als er vor dem Zelt stand, rief er, ist jemand da drin? Ist jemand da drin? Und da kam eine ganz alte Frau raus. Gebet. Salam alaikum, sagt sie. Oh, du großer Kalif. Hast du lange gesucht? Und du hast Durst. Und du möchtest ein Glas Wasser haben. Oh, du alte Frau, sagt er. Gib mir alles Wasser, was du hast, nicht nur ein Glas. Ich habe nur ein Glas, sagt sie. Nur ein Glas Wasser für dich. Na dann her damit, Frau, bevor ich sterbe, gestorben bin. Und die Frau sagt, siehst du, ich ist schon in meiner Hand. Ein Glas Wasser. Der Kalif will danach greifen, halt, sagt die Frau. Nicht so schnell. Was willst du dafür geben? Oh, du großer Kalif. Es muss alles bezahlt werden. Frau, gib das Wasser her. Alles, was du willst, kann ich dir geben. Und plötzlich fällt ihm ein, woher kennst du meinen Namen? Woher weißt du, wer ich bin? Die Antwort bekommst du später. Was zahlst du für das Wasser, sagst du?
Was willst du dafür haben, Frau? Mach es schnell, ich sterbe. Wie lange warst du Kalif? Wie viele Jahre warst du Kalif? Oh, Harun Rashid, sagt sie. 40 Jahre, sagt er, bin ich im Amt. 40 Jahre. Ich will diese 40 Jahre deine Kalifenzeit haben dafür. Gib sie mir, dann kriegst du das Wasser. Königliches Leben, 40 Jahre. Abgeben für ein Glas Wasser, 40 Jahre. Denkt er, plötzlich ganze 40 Jahre vor seinen Augen. Das will sie alles haben. Ist ja sowieso hier vorbei. Also kannst du haben, sagt er. Ich schenke dir meine 40 vergangenen Jahre, hast du, als ob ich nicht gehabt hätte. Gib endlich das Glas Wasser und trink. Fucking jugging it 40 Jahre deines königlichen Lebens, ein Glas Wasser, sagst du. Lass es dir schmecken. Und der Kalif trinkt. So wie er getrunken hat, bekommt er aber interessanterweise Darmproblem. Er hat also trinken gemacht, jetzt muss er pinkeln machen. Sagt er, jetzt kann er nicht mehr stehen auf seinem Pferd, er muss pinkeln. Frau, zeig mir die Toilette. Ja, das kostet auch was, sagt sie. Auch dafür musst du bezahlen. Erste Toiletten bezahlbar, kommt daher. Hat er dann weitergeführt hier in Bagdad. Als sagte, bevor du hier irgendwo hin pinkelst, wir müssen noch das Deal machen. Du darfst pinkeln, aber du musst bezahlen. Was muss ich dir geben noch? Deine kommende Kalifattage. Vielleicht hast du noch 40 Jahre, die will ich auch haben. Deine vergangenen 40 Jahre hast du mir schon gegeben. Jetzt will ich deine zukünftige 40 Jahre haben. Der Kalif war so in Drang, konnte nicht mehr rechts und links denken. Hat er gesagt, mögest du alles mein Leben haben hier, für ein Glas Wasser trinken und für 1 Liter pinkeln. Ich schenke dir alles hier, zeig mir die Toilette hier. Nachdem er wieder beruhigt war, sagte er, oh Frau, du hast mein ganzes Leben gekauft. Und die Frau sagt, oh Kalif, für 1 Glas Wasser trinken, für 1 Liter Wasser pinkeln, hast du mir dein ganzes Leben verkauft. Und du behauptest, ein Leben gehabt zu haben und dann noch königlich. Was ist nun wahr? Mach dir Gedanken und herrsche richtig. Plötzlich weder das Held ist da, noch die alte Frau. Er dreht sich um und seine Gefolgschaft steht hinter ihm. Das ist eine wahre Geschichte, keine erfundene, von Harun Rashid. Er war ein weiser Mensch und gehörte zu den Heiligen. Und er sollte eines Besseren belehrt werden, damit er uns weiter erzählt. Das ganze Leben eines Königs ist Halluzination gewesen. Und war nur so viel wert. 1 Glas Wasser, 1 Liter Pisse. Also Pisse wert. Alles, was er erlebte. Ne? Wir müssen uns Gedanken machen über die Realität und Wahrheit unseres Lebens und nicht uns verlieren innerhalb der Bilder, die sich irgendwann auflösen werden und zu nichts werden. So viele wertvolle Leute, heilige Leute, haben wir auch die Ehre gehabt, gesehen zu haben,
gesprochen zu haben, vielleicht die Hand geküsst zu haben, sie sind im Bild auch nicht mehr zu sehen. Wenn Ihr Bild verschwindet, was ist mit uns? Ihr gesegnetes Leben ist nicht mehr zu sehen. Was ist mit uns? Unser Leben in Dreck, in Pisse. Und wir halten da an diesem Leben fest. Wir müssen uns Gedanken machen. Oh ihr Leute, wir sind niemals hoffnungslos verloren, wenn wir nicht uns dazu entschlossen haben. Wir entscheiden, ob wir verloren sind oder nicht verloren. Ob wir verloren gehen oder nicht verloren gehen. Allah hat uns etwas gegeben, was uns stark machen kann und aus der Halluzination rausholen kann. Unsere Entscheidungskraft und Willenskraft. Okay. Wir müssen uns erstmal richtig entscheiden, dass wir sagen, aus unseren Schwächen wollen wir raus, aus unserer Halluzination wollen wir raus und dann unsere Willenskraft einsetzen. Wer dazu entschlossen ist, sich richtig für Allah zu entscheiden, für Wahrheit zu entscheiden und auch Willenskraft einzusetzen, von ihm wird der Herr, der Unterstützer und sein Weggefährte und innerhalb der Wände ohne Türen wird sich eine Tür für dich öffnen. Denn in Wirklichkeit, Salih Efendi, gibt es weder Mauer noch eine Tür, noch Zeit und noch Raum. Es gibt alles nicht, es gibt nur deine Entscheidung. Die richtige Entscheidung. Wofür entscheidest du dich? Das ist deine freie Wille, dafür ist sie gegeben, für die richtige Entscheidung. Sonst hast du keinen freien Willen. Das ist nur gegeben für die richtige Entscheidung. Du darfst entscheiden. Welche Richtung? Halluzination oder Wahrheit?